Stell dir vor, dieser kleine Chip hier ist quasi ein Pokéball, in dem ein Glumanda steckt, mit dem du kämpfen kannst. So funktioniert ein geheimes Pokémon-Spiel, das es ausschließlich in Japan gibt. Ich habe es in dem Gebäude hinter mir ausprobiert und war hinterher einfach nur noch entsetzt. Es heißt Pokémon Fuenda und ist das wohl einzigartigste Pokémon-Erlebnis, das du bekommen kannst. Es lässt sich nur an speziellen Automaten wie diesem hier spielen. Hier wirfst du einfach 100 Yen rein und los geht es. Okay, zumindest wenn du das Spiel nur einmal spielen willst. Willst du deinen Fortschritt speichern, brauchst du einen Trainer Pick. Aber keine Sorge, das Spiel fragt dich direkt, ob du einen haben willst. Kosten nur nochmal 200 Yen. Also gut, rein damit. Jetzt kannst du deinen Charakter erstellen. Du gibst dein Alter an und deinen Geburtsmonat, suchst dir deinen Avatar aus und da kommt der Pick aus dem Automaten. Nun kannst du dich mit dem einloggen und endlich dein Starter-Pokémon auswählen. Ich meine, die Wahl hier ist eigentlich klar. Ich nehme natürlich Glumanda. Was meinst du? War es die richtige? Stimm ab und schreib in die Kommentare, was ich hätte wählen sollen. Danach suchst du ein Gebiet aus, in dem du gegen wilde Pokémon kämpfst und sie fängst. Du darfst sogar den Ball selbst werfen. Hier. Wusch. Und bleibt es drin? Kann ich irgendwo B gedrückt halten? Da. Ja! Das Besondere, gefangene Pokémon gibt dir der Automat in echt. Zumindest, wenn du ihn nochmal bezahlst. Dann bekommst du nämlich eine Pokémon-Karte wie diese hier. Und jetzt kommt das metaphorische Pokéballwerfen. Du kannst sie nämlich auf den Scanner hier legen, um dann mit diesem Pokémon zu kämpfen. Und das ist schon ein verdammt cooles Feature. Und ja, dir wird es schon aufgefallen sein, alles ist japanisch. Wie zu erwarten, da es Japan-exklusiv ist. Wirklich verstehen musst du es aber nicht und blind durchklicken klappt. Aber wenn du die Sprache dennoch lernen willst, kannst du dich auf meinem Kanal umsehen, wo ich erkläre, wie das geht. Zudem habe ich ein Buch und Udemy-Kurs geschrieben. Zum Gameplay selbst, das ist, sagen wir, nicht gerade fordernd. Du suchst im Kampf einfach ein Pokémon aus, Typenstärken und Schwächen existieren durchaus und dir wird direkt angezeigt, wie gut ein Pokémon gegen ein anderes ist. Danach folgt ein simples Roulette, das die Stärke deiner Attacke bestimmt und ab und an feuerst du dein Pokémon noch mit Button-Mashing wie hier an. Das konnte ich nicht ganz so gut filmen, da ich hier nur eine Hand frei hatte. Hinterher levelst du gar dein zu Beginn gewähltes Pokémon hoch und es kann sich entwickeln. Doch die echte Belohnung wartet hinter dieser Tür hier, denn dort kannst du direkt ein weiteres Pokémon fangen, wenn du genug Geld dabei hast. Und wow, ist das ein Zygarde? Geil, also eigentlich wollte ich ja nicht nochmal 100 Yen reinwerfen, aber bei so einem Fund kann ich doch mal eine Ausnahme machen, weil sonst habe ich nie so ein Glück. Okay, und hier wieder Ball werfen. Komm, wo ist B? Der Automat hat keinen B-Knopf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Komm, komm, komm. Okay, also ja, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber das Spiel will wirklich bloß dein Bestes. Dein Geld. Klar, es frisst es nicht einfach, wenn so ein legendäres Pokémon entkommt. Ich bekam dann einen gratis Flottball, mit dem ich ein anderes fangen durfte. Aber es ist halt irgendwie fragwürdig, mit den legendären Pokémon hier vor der Nase zu wedeln, damit man Geld reinwirft, nur damit es dann abhaut. Ich meine, ich kann als Erwachsener damit umgehen, mein Geld abschreiben und das Spiel nie wieder ansehen. Aber es ist eben auf Kinder ausgelegt. Die Intention hier sollte wohl jedem klar sein. So nett die physischen Karten sind, ist es im Kern nur eine Abzockmaschine. Simpel Kampfsystem, aber beim Pokémon-Fangen bitte hier mal 100 Yen und da mal 100 Yen, während du pausenlos mit seltenen Pokémon geködert wirst, die du dann aber nicht mal bekommst. Pro Runde, die ca. 10 Minuten dauert, kannst du so bis zu 700 Yen loswerden, das sind umgerechnet etwa 5 Euro. Und das ist erst der Anfang. Im Pokémon Center gibt es noch teures Zubehör wie etwa Megasteine und ähnliches, die ebenfalls mit dem Automaten interagieren. Und du erinnerst dich an den 200 Yen Trainer Pick, den ich zu Beginn kaufte? Auf dem kannst du nur 200 Mal speichern, ehe du einen neuen kaufen und deinen Account übertragen musst. Eine technische Notwendigkeit wird das aber kaum sein.
Bei allen anderen Arcade-Spielen hier logge ich mich auch mit einer Karte ein, um meinen Fortschritt zu speichern. Aber die hat kein Limit und die Daten werden letztendlich auf einem Server gespeichert. Das Ganze funktioniert zudem spielübergreifend zwischen verschiedenen Firmen. Meine alte, die ich etwa 2013 rum kaufte, kann ich nach wie vor nutzen. Wieso klappt das bei Pokémon, der größten Medienfranchise auf der gesamten Welt, nicht? Und als ob das noch nicht genug wäre, das ist nicht das erste dieser Pokémon Arcade-Spiele. Das letzte davor war Mesastar, erschienen im Jahr 2020. Das gab es nur 4 Jahre, denn Frender erschien 2024. Und die alten Spiele hatten ebenso physische Pokémon-Karten. Jetzt sind die einfach wertlos und nur noch als Sammlerobjekte zu gebrauchen. Frender unterstützt die alten Karten bis auf wenige Ausnahmen nicht, du musst die neuen nutzen. Und während Mesastar offiziell noch nicht eingestellt ist und teils erst 2026 in weiteren Ländern erscheint, finde ich hier keine Maschine mehr dafür. Du kannst es also nicht mehr spielen. Alles wurde durch Frender ersetzt. Ich sag's mal wie es ist. Diese Arcade-Spiele sind alle irgendwo teure Abzocke, aber Nintendo schießt hier wahrlich den Vogel ab. Das Gameplay ist quasi nur alibimäßig vorhanden und die Monetarisierung ist noch heftiger als bei Titeln wie Gundam Arsenal Base und selbst dem notorisch teuren Idolmaster in einem, was ich nochmal betonen will, Kinderspiel. Denn irgendwie ist es doch was anderes, wenn einem die Spiele sagen, nach 400 Yen bekommst du mindestens eine SR-Karte, statt wie Pokémon hier, guck mal, das Zygarde ist hier und gehört dir eigentlich schon quasi. Du musst nur noch einen Pokéball werfen. Joink! Und dass man es auf Kinder abzielt, geht auch aus Nintendos Pressemitteilung zum Release hervor, wo sie stolz berichteten, wie sie die Spiele immer und immer einfacher machten, da Kinder ja nicht kapieren würden, dass verschiedene Attacken verschieden stark sein können. Junge, ich wurde als Kind mit einem Arschtritt in Rot und Blau befördert und kam, oh Wunder, irgendwie damit klar und hatte Spaß. Und außerdem ging ich jeden Morgen 20 Kilometer durch 5 Meter Schnee gegen den Wind zur Schule. Sicher, ich kapierte nicht alles, aber es hatte diese Tiefe, in die man sich einarbeiten konnte. Frender ist nur Buttonmashing mit der gelegentlichen Ansage, wirf nochmal Geld rein. Und ja, irgendwie hat es mich damit regelrecht wütend gemacht. Deswegen meine ich wirklich, es ist wohl besser, wenn dieses Spiel nicht nach Deutschland kommt. Es gibt aber durchaus einige von diesen Spielen, die mit genug Selbstkontrolle Spaß machen können. Einige davon stelle ich in dem Video vor, was ich jetzt hier einblende. Hier hingegen verabschiede ich mich erstmal von meinen 10 Euro, die ich im Frender gefeuert habe. Immerhin habe ich ein paar hübsche Karten dafür bekommen, also immerhin läuft das bei mir, was toll ist. Und hier sage ich wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.